Herzlich willkommen zu einer weiteren Videosequenz zur Beinverlängerung. Ich möchte heute das Thema gerne aufgreifen, wie man sich am besten vorbereitet für die Operation bzw. auch den Prozess der Verlängerung. Wir haben viele Fragen von Patienten, die kommen für ein Beratungsgespräch und gerne wissen würden, was können Sie vorab machen, um sich bestmöglich auf die Verlängerungsphase vorzubereiten. Da gibt es eigentlich ganz klare Anweisungen und Richtlinien. Und zwar müssen Sie sich vorstellen, je besser Sie gedehnt sind, das heißt, wenn Sie eine Oberschenkelverlängerung zum Beispiel durchführen, dann ist der Dehnungsgrad der Muskulatur elementar. Es ist gar nicht die Muskelmasse, die wichtig für den Verlängerungsprozess ist, sondern die Flexibilität. Das heißt, wenn Sie sich auf eine Verlängerung vorbereiten, dann sollten Sie mindestens 6 Wochen vorher beginnen, die Muskulatur im Oberschenkelbereich intensiv zu dehnen. Und zwar am besten so, dass Sie auch in eine gewisse Routine reinkommen, dass Sie pro Tag 2 bis 3 fest fixierte Dehnungssitzungen machen. Und zwar über den gesamten Vorbereitungszeitraum von circa 6 Wochen. Und damit beginnen, gerade im Oberschenkelbereich, sämtliche Areale, das heißt die vorderen Bereiche, die seitlichen Bereiche, die rückwärtigen und die medialen Bereiche, immer in einzelnen Etappen während einer Dehnungssitzung zu dehnen. Das ist die beste Vorbereitung, die Sie machen können. Muskeln, die Sie stärken können, gerade im Oberschenkel, im Bereich der Oberschenkelverlängerung, sind die Bauchmuskeln und die Gesäßmuskeln. Weil diese Muskeln richten Ihr Becken wieder auf und wirken dem Zug des Beckens nach vorne entgegen. Das heißt, die beste Vorbereitung für eine Beinverlängerung ist, ab ca. 6 Wochen vorher, ein intensives Dehnungsprogramm durchzuführen, gerade im Oberschenkelbereich alle 4 Areale in regelmäßigen Zyklen durchzudehnen, mindestens 2 bis 3 Sitzungen am Tag und am besten auch nicht wahllos am Tag verteilt, sondern sich langsam an eine gewisse Routine gewöhnen. Das heißt, morgens, mittags, abends eine Dehnungssitzung durchzuführen. Dann sind Sie nämlich, wenn es zur Verlängerung kommt, schon in einem gewissen Rhythmus drin und können den gerade fortführen. Was Sie auf keinen Fall machen sollten, ist ein muskulärer Aufbau im Oberschenkelbereich, weil das würde Ihnen die Verlängerung extrem erschweren. Sie müssen sich vorstellen, im Rahmen der Verlängerung haben Sie den Nagel, der den Verlängerungsprozess des Knochens durchführt, und Sie haben sozusagen die Dehnungsübungen, die der Verlängerung der Weichteilgewebe dienen. Das heißt von dem muskulären Anteil. Je mehr muskulärer Anteil Sie haben, das heißt je straffer und je stärker Ihr Muskelmantel ist, umso schwerer haben Sie es hinterher, den zu verlängern. Das heißt, das Schlimmste, was Sie machen könnten, wäre Bodybuilding im Oberschenkelbereich zum Beispiel zu machen. Das wäre nicht gut, gerade nicht für die Verlängerung bzw. die Verlängerung des muskulären Bereiches. Eher diesen Bereich versuchen flexibel zu halten, das heißt sehr gut zu dehnen und Bauchmuskulatur und Gesäßmuskulatur zu stärken, um das Becken besser zu stabilisieren. Was Sie dann auch sehr gut machen können zusätzlich, wäre zum Beispiel Yoga bzw. Entspannungsübungen. Denn gerade für das Klicken bzw. für den Verlängerungsprozess ist es wichtig, dass Sie die Muskulatur entspannen können. Dass Sie einfach die 10 bis 20 Minuten für die Klickprozedur sich in eine ganz ruhige Situation begeben und dann Ihre Klicks am Stück durchführen, ohne dass die Muskeln verspannen bzw. sich zusammenziehen oder gegen sie arbeiten. Das sind die besten Vorbereitungen, die Sie machen können, um dann hervorragend in die Verlängerungsphase einzusteigen. Vielen Dank dafür.